Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Wie immer, wenn es um meine italienische Armee geht, befinden wir uns in der Wüste Nordafrikas. Das Modell, um das sich heute alles dreht, ist die italienische 47 mm Pak Elefantino. Allerdings kommt nur die Bezeichnung Elefantino, das heißt so viel wie kleiner Elefant, aus Italien. Das Geschütz selbst ist eine Entwicklung der österreichischen Firma Böhler. Der Großteil der Elefantinos, ich benutze jetzt einfach den Namen, weil es geht ja schließlich um diese Kanone, wurde in Italien als Lizenz produziert und sogar noch ein zweites Modell entwickelt. Und genau das führte dann zu der Annahme, dass es sich bei der Elefantino um eine italienische Entwicklung handelt. Bereits Anfang der 30er Jahre wurde die Entwicklung von Panzerabwehrwaffen vorangetrieben, bedingt durch die Weiterentwicklung der Panzer. Die Firma Böhler in Österreich entwickelte nach den Anforderungen des Heeres eine Panzerabwehrkanone, die zerlegbar und vor allem für den Einsatz im Gebirge geeignet sein sollte. Auch andere Länder zeigten Interesse und ließen sich die Kanone vorstellen, darunter auch Italien. Die Firma Terni OTO erwarb die Lizenz und begann die Massenfertigung für das italienische Heer. Vor dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich hatte Böhler bereits eine große Anzahl der Pak produziert und verkauft. Zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung war die Kanone auf der Höhe der Zeit und übertraf die Leistungen ähnlicher Geschütze wie zum Beispiel der 3,7 cm Pak 36. Bis 1942 blieb das auch so und die Leistung war vergleichbar mit der englischen 2-Pfünder Pak. Ein Vorteil der Elefantino war, dass für sie auch Sprenggranaten zur Verfügung standen. Sie war also auch in der Lage, gegen sogenannte weiche Ziele wirken zu können und wurde so zu einem Mehrzweckgeschütz. Die britische Armee begann allerdings sehr früh im Krieg, schwer gepanzerte Fahrzeuge einzusetzen und damit war das leichte Panzerabwehrgeschütz sehr schnell obsolet. Die italienische Armee konnte die Elefantinos im Verlauf des Krieges nicht mehr durch eine stärkere Panzerabwehrkanone ersetzen. Wie auch schon in meinem Video zum M1340 erwähnt, wurde die Elefantino als Basis für die Entwicklung einer Panzerkanone herangezogen, die dann in den Panzern der M-Serie verwendet wurde, sowie auch in der Semovente 4732. Auch ein Prototyp des AB41 wurde mit der Elefantino ausgestattet. In den Panzer M1542 wurde eine überarbeitete Version mit verlängertem Lauf und größerer Patronenkammer eingebaut. Die Elefantino oder 4,7 cm Pak von Böhler, wie sie zu dem Zeitpunkt genannt wurde, war, wie ja bereits erwähnt, für das österreichische Heer entwickelt worden. Aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten in Österreich war dort nicht mit raumgreifenden Operationen und vielen Stellungswechseln zu rechnen. Das führte dann dazu, dass man sich für eine sehr einfache Radaufhängung entschied. Die Folge davon war, dass das Geschütz immer wieder Schäden nahm, wenn es von einem LKW oder anderen Fahrzeugen gezogen wurde. Das Modell aus 1935 hatte noch die ursprünglichen Scheibenräder. Die weiterentwickelte Version Modell 39 hatte ein verbessertes Rohr und auch eine verbesserte Radaufhängung. Außerdem wird davon ausgegangen, dass zu diesem Zeitpunkt schon Leichtmetallräder verwendet wurden. Als Zugfahrzeuge wurden der Schlepper Fiat OCI 708 CM oder die Tankette L3 verwendet. Bei der Bewegung mit LKWs oder anderen Zugfahrzeugen wurden dann auch die Nachteile der Radaufhängung sehr deutlich. Achsschenkel und Zapfen brachen sehr oft, was einen schnellen Stellungswechsel mit Fahrzeugen zusätzlich erschwerte. Außerdem wäre für den Einsatz in vorderster Linie ein Kanonenschild zum Splitterschutz nützlich gewesen. Der von Böhler mitgelieferte Schild wurde allerdings oft weggelassen, weil er in einem sehr ungünstigen Winkel von 45 Grad angebracht war, was die Handhabung der Kanone zusätzlich erschwerte. Einen Vorteil, den die Elefantino hatte, war, dass die Räder schnell abgenommen werden konnten und auf diese Weise wurde die Silhouette des Geschützes noch kleiner und ließ sich so besser im Gelände tarnen. Während des Spanischen Bürgerkriegs wurden 30 Geschütze mit der Division Littorio nach Spanien entsandt. Die Treffgenauigkeit und die Durchschlagskraft erwiesen sich in diesem Konflikt als ausreichend, um die eingesetzten gepanzerten Fahrzeuge auszuschalten. Ab 1940 wurden jedem Infanterieregiment eine Panzerabwehrbatterie mit 8 Geschützen zugeteilt. Die Bersaglieri in den Panzerdivisionen bekamen eine weitere Batterie zugeteilt, die sich in 4 Züge aufteilte. Im Gegensatz zur Luftabwehrkanone Breda 2065 wurde die Elefantino auch an die Alpini-Divisionen ausgeteilt. Auch die Fallschirmjäger wurden mit der Pak ausgestattet. Jedes Regiment hatte 3 Züge zu je 2 Batterien, die mit der 4732 Elefantino ausgerüstet waren. Die Artillerie der Luftlandedivision La Spezia war sogar komplett mit Elefantinos ausgerüstet, was an der Art ihrer Transportmittel lag. Eine leichte Pak lässt sich nun mal leichter in ein Flugzeug verladen als eine 150 mm Haubitze. An allen Fronten, an denen die italienische Armee kämpfte, wurde auch die Elefantino eingesetzt, war aber, wie schon erwähnt, 1940 nicht mehr schlagkräftig genug. In Nordafrika erbeuteten die Commonwealth-Truppen eine große Anzahl Elefantinos, die dann verwendet
verwendet wurden, um die Kampfkraft der Panzerspähwagen Marmon Harrington zu verbessern, die zu diesem Zeitpunkt nur mit der 15 mm Panzerbüchse von Boyce, einem Bren MG zur Verteidigung und einem zur Luftabwehr ausgestattet waren. Mit dem Erscheinen des Sherman und des M3 Lee Stewart war die Elefantino allerdings im Panzerkampf nicht mehr wirklich einsetzbar. Wenn man sich gerade jetzt den Schlussteil so durch den Kopf gehen lässt, dann kann man als Italienspieler in Bold Action manchmal schon verzweifeln, wenn Briten mit Churchills und Valentines anrücken und man selber kann ihnen nur die leichten Packs des M1314 oder die Elefantino selber entgegenstellen. Für den Krieg in Russland kann man noch auf die 9738 zurückgreifen. Das war eine deutsche Pack, die als Zwischenlösung diente, und nach der Einführung der 7,5 cm Pack 40 wurden diese Kanonen an die verbündeten Achsenmächte weitergegeben, unter anderem eben auch an Italien. Allerdings hat Italien auch noch was ziemlich Fieses im Arsenal, wenn es um die Panzerabwehr geht, und zwar die 9053. Das ist eine Flak, die vergleichbar ist mit der 8.8 und die wird auch gerne als italienische 8.8 bezeichnet. Es handelt sich dabei nämlich um 90 mm Geschütz. Die beiden Kanonen bekommen aber ihre eigenen Videos. Hier jetzt also die Elefantino. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Like oder Kommentar da oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.